Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Ich lege sie mit meinem ersten ureigenen Deck und ich bin gespannt, was ich dem Kollektiv weitergeben darf. Tja, Nachrichten, die Veränderungen mitbringen. An sich vielleicht auch eine ganz bestimmte Nachricht, auf die man wartet, oder ein Schriftstück. Kommunikation über Veränderungen an sich. Ja, meine lieblingsgebuchte Karte. Schicksalshafte Veränderungen. Hier ist es aber eher so, dass es erleichternd ist. Das Kreuz liegt hier im Hause des Kles drin. Das können Sachen sein, die plötzlich von einem abfallen. Wir haben tatsächlich auch 2 Tage, 2 Wochen, längstens 2 Monate. Wir fragen ja aber nach den 14 Tagen. Und da ist das Schicksal sehr aktiv. Möglicherweise sind wir sehr viel unterwegs, wir sind mit unseren Träumen konfrontiert, wir haben wieder die Möglichkeit, langfristige Dinge zu klären. Das Außen nimmt hier einen großen Einfluss. Das sind vielleicht auch Ereignisse, Gegebenheiten, die wir so nicht geplant haben. Möglicherweise hat der ein oder andere das Ding, dass er so ein Ding hat, dass man viel im Außen zu tun hätte, aber man würde lieber zu Hause sein, also so dieses Einigelnde oder sich zurückziehen wollen. Ich habe eine Sache, die sehr klärend ist. Wir haben einen klassischen Transformationsprozess. Das dachte ich mir hier schon, hier ist Anfang und Ende von Blockaden, von Undurchsichtigkeiten. Es ist eine Phase, wo sich viel verändert, wo das Schicksal einen großen Einfluss hat. Möglicherweise auch hängt einem die Arbeit im Rücken. Wir gucken hier aus dem Blatt raus und gehen in eine andere Phase. Wir lassen hier Sachen, an denen wir schwer gearbeitet haben, hinter uns. Es geht vielleicht ein bisschen auch für den einen oder anderen darum, dass er auf den beruflichen Weg geschubst wird, der mehr der Berufung entspricht. Der ein oder andere hat hier eventuell Sachen, die aus dem Bereich Liebe kommen, Partnerschaft, Verwundung, Schmerz, Herausforderung. Allerdings sehe ich da auch, die Liebe liegt im Hause der Blumen drin, dass ich da etwas wieder regenerieren kann. Und ich habe die Wunscherfüllungskarte mit dabei bei allem, was mit Reisen zu tun hat, mit Konflikten, die man austrägt, mit Herzschmerz, mit der Häuslichkeit, dem Umfeld. Es kann hier sein, dass es für einen oder anderen darum geht, dass sie irgendwoher begünstigt werden. Das mag jetzt ein Auftraggeber im beruflichen Bereich sein. Das kann eine Sache sein, wo man dafür gearbeitet hat, die sich auszahlt. Das kann eine Sache sein, wo man sehr im Mangel war, die jetzt aufblüht. Ich habe sogar Wunscherfüllung mal 2, weil die Wunscherfüllungskarte, die spiegelt sich hier mit dem Klee. Ja, da ist schon mal auch ein Glücksgriff irgendwo. Man sieht ihn hier aus dem Umfeld oder begünstigt auch von anderen Personen. Man sieht, dass wir so ein bisschen wieder zu unserer eigenen Größe aufstehen. Vielleicht auch ein Kapitel hinter uns lassen, wo wir gedacht haben, das macht mich alt. Das macht mich alt, ist eigentlich schon ausgedrückt. Ne? Man fühlt sich ja bei großer Belastung auch schnell alt und verbraucht. Aber hier ist so dieses schöne Wiederaufstehen. Wenn man hier etwas zu tun hat mit Wohnungen, Häuslichkeiten, Immobilien, das sieht man hier vielleicht auch eine Person, die in diesem Bereich eine Möglichkeit mitbringt,
bringt, die sehr den Wünschen entspricht. Jetzt liegt im Haus der Veränderungen noch die Sonne drin. Ne? Also das ist wirklich, mir fällt dazu nichts ein. Es kann auch sein, dass bestimmte Personen tatsächlich, hier ist es die Schlange, die liegt im Haus der Sterne drin, entweder für große Aufklärung sorgt oder tatsächlich Ideen, Geschenke mit an Bord hat, etwas weitergibt, was wir ziemlich gut gebrauchen können. Die Sterne liegen hier auch sehr günstig, das wird all die Selbstständigen freuen. Da habe ich die Wunscherfüllungskarte mit dabei, ich habe in der Spiegelung den Klee, also auch da können neue Auftraggeber oder Situationen sich bilden, wo es Möglichkeiten gibt, beruflich auch wieder auf einen anderen, besseren Weg zu kommen. Oder natürlich bei all den Dingen, mit denen man gearbeitet hat. Es ist hier schon so eine manifestierte Verstrickung. Man hat weitergemacht, weil man es anders nicht wusste. Man sieht hier sehr viele Bereiche, die in Schwung kommen. Das heißt, die plötzlich auch angestachelt werden. Das ist das Haus der Hindernisse. Hier liegt die Sense drin. Ne? Es kann sein, dass es längere Energien sind, dass es überraschende Energien sind. Allerdings sind sie auch abmildernd, denn im Haus der Sense liegen die Mäuse drin. Es kann sein, dass es bei verschiedenen so ist, dass sie ihre Wünsche, ihr Leben, ihr Umfeld dem Bereich Vitalität anpassen. Es kann sein, dass langfristige Entscheidungen getroffen werden, weil die Vitalität etwas mitbringt, das neue Möglichkeiten braucht. Man sieht hier das allerdings sehr schön. Es ist abmildernd, es ist erleichternd und es bringt Qualitäten von Wunscherfüllung mal 2 mit. Wir haben bei den Entscheidungen tatsächlich, dass sich neue Wege eröffnen. Das ist hier tatsächlich wieder am Beruf dran oder es ist etwas, wo man so nicht damit rechnet. Ja, also ein Weg, der sich auf dem Weg auftut. Ich habe Aussprachen emotionaler Art, das kann die Partnerschaft betreffen. Es kann hier sein, dass man über irgendetwas redet, was einem auf dem Herzen lag, was Unruhe in die Beziehung mitbringt. Aber es kann auch sein, dass man hier selbst sagt, so, ich bin über eine bestimmte Phase drüber und ich habe so gar keinen Bock mehr, in meine gleichen Kreisläufe zu gehen, denn hier wird ein Kreislauf beendet, der auch mit sehr viel emotionalem Mangel zu tun hat. Wenn wir uns selber angucken, ne? Wir enden hier und das sind die Eckkarten, das ist ein Neubeginn, eine Veränderung, auch emotionaler Art. Was ich hier auch sehen kann, sind irgendwie rasche Zusagen oder eine Nachricht, eine Situation, die einen Konflikt löst, den man gemeinsam hat oder mit einem Gegenüber. Der Schlüssel geht raus. Im Haus des Schlüssels liegt die Geldkarte drin. Es kann also sehr gut um die finanzielle Sicherheit gehen, um finanzielle Entscheidungen oder Möglichkeiten, auch von denen man jetzt noch nichts weiß. Wir haben hier tatsächlich Wunscherfüllungsenergie auch an den Finanzen, am Weiterkommen in den Finanzen, an den langfristigen Dingen. Hier auch nochmal, es kann an den Bereich der Selbstständigen gehen. Es eröffnet sich irgendwo ein neues Kapitel, eine Möglichkeit, ein Wissen, eine Instruktion, die von außen kommt, eine Sache, die wir so nicht geplant haben. Puh, das ist ganz schön Umbruchsqualität. Man kann hier auch damit rechnen, dass sich Konflikte innerhalb Familien
zeigen, aber diese kann man hier schön ausdiskutieren. Auch da ist es wichtig, dass ihr für euch einsteht, für euch selbst. Alles, was mit den Ämtern oder Behörden zu tun hat, da kann sein, dass ihr Nachrichten kriegt, die irgendwas harmonisieren, Frieden mitbringen. Kann auch sein, dass die irgendetwas wieder in Fluss bringen, was vorher gestockt hat. Es geht sehr viel um das Thema finanzielle Sicherheit. Ich sage es jetzt einfach so, weil mir das so ins Auge sticht. Hier kann auch tatsächlich sein, irgendjemand kriegt von entweder den Eltern oder von irgendjemandem eine Immobilie geschenkt oder überschrieben oder sowas alles. Ne? Das sticht mir so ins Auge, dass dann hier die finanzielle Sicherheit gegeben ist. An sich geht es ein bisschen um die Gelder der Familien oder wovon alle dann profitieren. Es geht um das Friedensschaffen mit einer finanziellen Situation durch Umbrüche, die das Leben, das Außen so mitbringt. Also ich bin ehrlich gesagt richtig begeistert. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass wir vielleicht mit Vitalitätsdingen kämpfen, dass wir Energie brauchen, aber dass wir tatsächlich das auch schaffen, da gleichzeitig etwas abzuschließen und schnell auf einen anderen Weg zu kommen. Es können hier auch Überraschungsnachrichten sein aus dem Bereich Finanzen, Ämter, Behörden, Zusagen, alles das, was nicht so richtig hat wollen oder wo es Widersprüche hat geben müssen, sowas alles. Es ist eine sehr klärende Energie, die es möglich macht, Herzensangelegenheiten zu klären. Das Gefühl von Erleichterung, das Aufatmen irgendwo auch. Viele werden vielleicht auch gezwungen, aus einer Situation, dem Bereich Vitalität, neue Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Aber das liegt hier eigentlich sehr schön auch dabei. Es ist auf jeden Fall mit etwas verbunden, was rundum Erfrischung oder Erneuerung oder Aufatmen mitbringt. Anders kann ich es jetzt gar nicht sagen. So, wir haben den blauen Schmetterling, es geht um Transformation, wer hätte es gedacht. Das ist hier, da liegen wir drin und wir hatten unterm Neck noch die gefrorene Tundra mit der Stille. Also hier geht es aus einem Zustand, wo etwas auf Eis liegt, wo etwas keine Früchte bringt, keine Ergebnisse hat. Nach vielleicht auch einer Phase des langen Wartens oder des Durchhaltens in eine Phase, wo wir transformieren, und zwar viele Lebensbereiche, wo wieder etwas aufblüht. Das ist so schön ergänzend wieder. Ne? Wir haben hier im Hause des Baumes den Sarg drin, also die klassische Transformationskarte. Wir liegen im Haus der Transformation. Und die Karte sagt, es ist Zeit für eine Neuerfindung, für eine Wiedergeburt in eine andere Daseinsform, also in eine neue Lebenssituation auch. Möglicherweise auch in eine neue Erfahrung, die wir hier sehen, oder etwas, was wir so noch nicht gelebt oder erlebt haben. Es ist auch geistige Erneuerung. Und es ist wichtig, dass man versteht, dass es nichts ist, was alt ist und sich neu darstellt, sondern dass es etwas ganz anderes ist. Es ist eine Transformation, die sehr viel Veränderung mitbringt, die neu ist. Manchmal ist der Wandel auch unangenehm. Wir alle lieben ihn ja, weil wir nie wissen, wandelt es sich zu etwas Besserem oder... Aber hier ist tatsächlich Wunscherfüllung auch wieder und großes Glück zu sehen. Ich kann es nicht ändern, es kommt so raus, es bestätigt das ganze Blatt und ich finde das immer wieder so spannend.
Ja, wir nehmen noch eine Karte für das Bewusstsein der Fülle und dann lasse ich das so stehen, weil es wirklich sehr treffend ist und spannend. Ich freue mich richtig. Es sind 2 rausgekommen. Hier braucht etwas mehr Priorität. Wir dürfen Ablenkungen ausblenden, auch gerade Technik oder Handy, was immer. Ne? Man kann sich so zerstreuen im Alltag heutzutage. Und wir könnten das so ausblenden, dass wir mehr Zeit für unsere wichtigen Dinge haben, vielleicht auch für zwischenmenschliche Sachen. Und wir haben die positive Einstellung, das Vertrauen und den Optimismus. Das braucht man gerade in Zeiten von großer Transformation. Positiv bleiben, kleinere Rückschläge nicht so groß machen, dass sie einen auf dem weiteren Weg hindern. Sehr schön eigentlich. So ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.